Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute häkeln wir endlich zusammen einen kleinen Elefanten und ich hoffe, das Video gefällt dir und hilft dir. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und dann kann es auch losgehen. Wir beginnen mit dem Rüssel bzw. Kopf und dafür schlägst du einen Fadenring an. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir hier ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, probier es einfach nochmal. Manchmal hakt es ein bisschen. Jetzt häkelst du in jede Masche eine feste Masche. Du stichst dabei aber nur ins hintere Maschenglied ein. Dann häkelst du 7 Runden lang in jede Masche eine feste Masche und das ganz normal, also durch beide Maschenglieder durch. Wenn du das hast, dann kannst du jetzt den Rüssel mit einem Pfeifenreiniger ausstopfen, damit du den so drehen kannst, wie du möchtest. Musst du aber nicht unbedingt. Und dann verdoppelst du jede Masche. Das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. Dann häkelst du eine ganz normale Runde, also in jede Masche eine feste Masche. Dann verdoppelst du jede zweite Masche, das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen, dann wieder eine feste Masche, 2 feste Maschen, eine feste Masche, 2 feste Maschen und das wiederholst du bis zum runden Ende. Dann häkelst du wieder eine ganz normale Runde, also in jede Masche eine feste Masche. Jetzt verdoppelst du die ersten 6 Maschen, das heißt, du häkelst in die ersten 6 jeweils 2 feste Maschen. Den Rest häkelst du ganz normal, also in jede Masche eine feste Masche. Wenn du das hast, häkelst du 4 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. So, und jetzt müssen die Maschen auch wieder abgenommen werden. Da du sozusagen jede dritte zugenommen hast durch diese eine Runde mit den 6 Zunahmen hintereinander weg, nimmst du jede dritte und vierte Masche zusammen ab. Also in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche und die dritte und vierte wird zusammen abgenommen. Hier siehst du es nochmal, eine feste Masche, noch eine feste Masche, in die dritte stichst du ein, holst dir den Faden, stichst in die vierte ein, holst dir den Faden, holst du den Faden und ziehst ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Das wiederholst du jetzt die ganze Runde lang. Dann wird jede zweite und dritte Masche zusammen abgenommen, also in die erste Masche eine feste Masche, in die zweite einstechen, Faden holen, in die dritte einstechen, Faden holen und durch alle 3 Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du bis zum runden Ende. Dann wird jede erste und zweite Masche abgenommen, also in die erste einstechen, Faden holen, in die zweite einstechen, Faden holen und den Faden holen durch alle 3 Schlaufen ziehen. Hier musst du in dieser Runde auch irgendwann den Kopf ausstopfen, sonst kommst du da nicht mehr richtig ran. Wenn du das hast, ziehst du den Faden ein bisschen raus, schneidest den Faden ab, ziehst ihn komplett durch und jetzt nähen wir gleich das Loch zu. Dafür nimmst du dir eine Nadel und du stichst jetzt unter den Maschen oder zwischen den Maschen durch, nach innen, nach außen, nach innen und wieder nach außen. Das machst du, bis du einmal komplett drumherum bist. Und dann ziehst du den Faden einfach fest und machst noch 1, 2 Stiche nach rechts und nach links, damit das Ganze richtig fest ist. Und da du jetzt weißt, wie die Zunahmen funktionieren, schreibe ich dir hier auf, wie du die Ohren häkelst.
Die werden jetzt einmal in der Mitte zusammengeklappt und zusammengenäht. Du stichst also immer eine Masche weiter ein, ziehst den Faden fest, dann auf die andere Seite, wieder auf die andere Seite, Faden durchziehen. Und das machst du natürlich, bis du auf der anderen Seite angekommen bist. Und wenn du das hast, stichst du den Faden so 2, 3 Runden nach unten ein. Und dann nähen wir das Ganze an den Kopf fest. Das steckst du dir da fest, wo du es haben möchtest. Und dann stichst du eben immer eine Masche weiter unten ein. Vom Ohr zum Kopf. Dann wieder in den Kopf, ins Ohr festziehen. Und das machst du, bis du einmal drum bist. Und wenn du das hast, dann stichst du den Faden einfach irgendwo durch und schneidest ihn einfach ab. Dann geht es weiter mit den Beinchen, das schreibe ich dir hier auch noch an die Seite und die müssen wir gleich alle zusammen häkeln. Das letzte Bein, was du häkelst, lässt du an der Wolle dran, da musst du nämlich nicht neu ansetzen. So, du häkelst also jetzt die Beine zusammen und das kann manchmal ein bisschen nervig sein, aber es funktioniert. Du brauchst an jedem Bein 9 Maschen, damit du am Ende auf 36 Maschen kommst. Du stichst also einfach auf der anderen Seite vom Bein ein und machst eine ganz normale Masche. Wenn du die 9 Maschen hast, dann nimmst du dir das nächste Bein, hältst es dran, machst wieder eine ganz normale feste Masche und davon machst du wieder 9. Wenn du alle Beine zusammengehäkelt hast, häkelst du 4 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Später nähen wir die Beine noch zusammen. So, das zeige ich dir jetzt mal kurz hier. Es war gar nicht so einfach, das aufzunehmen. Du häkelst jedenfalls die Beine, die nebeneinander liegen, zusammen, damit das Loch weggeht. Vielleicht machst du das ein paar Runden vorher schon. Weil, ja, du siehst ja, so einfach ist es hier gerade nicht. Aber du machst es halt genauso, wie du alles zusammennähst. Du gehst von der einen Masche zur anderen Masche, von der einen Masche wieder zur anderen Masche und ziehst immer schön den Faden fest. So, jetzt werden die Maschen abgenommen und nicht wegen den Knoten wundern, ich hatte einen kleinen Fehler drin. Normalerweise setzt man hier nicht ab. Du nimmst jetzt jede 5. und 6. Masche zusammen ab. Du häkelst also in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche und dann stichst du in die 5. ein, holst dir den Faden, stichst in die 6. ein, holst dir den Faden und ziehst den Faden durch alle 3 Schlaufen durch. Und auch das wiederholst du wieder die ganze Runde lang. Dann häkelst du wieder eine ganz normale Runde, also in jede Masche eine feste Masche. So, jetzt nimmst du jede 4. und 5. Masche zusammen ab. Das sieht man hier bei mir nicht, weil ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Also du stichst dann in die 4. Masche ein, holst den Faden in die 5. Masche und ziehst dann den Faden durch alle 3 Schlaufen durch. Das wiederholst du wieder die ganze Runde lang und danach nimmst du jede 3. und 4. Masche zusammen ab. Hier ist es dann auch wieder richtig und du nimmst jede 2. und 3. Masche zusammen ab. Dann nimmst du noch jede 1. und 2. Masche zusammen ab. Vergiss nicht zwischendurch auszustopfen, weil sonst kommst du nicht mehr überall ran. Wenn du das hast, ziehst du den Faden wieder ein bisschen durch, schneidest den Faden ab und ziehst ihn komplett durch. Dann nähst du wieder das Loch zu. Natürlich genauso wie beim Kopf, unter oder zwischen den Maschen durchstechen und dann am Ende fest zusammenziehen. Dann nähen wir den Kopf an den Körper. Es gibt keinen richtigen Hals, wie du sehen kannst. Du steckst dir das da also fest und stichst dann wieder vom Körper in den Kopf ein, festziehen, dann wieder vom Körper in den Kopf. Und das machst du natürlich, bis du komplett drumherum bist.
Dann brauchen wir noch ein kleines Schwänzchen und dafür machst du eine ganz normale Schlaufe. Häkelst 4 Luftmaschen. Stichst in die zweite Luftmasche von der Nadel aus ein und häkelst in jede Masche eine feste Masche. Dann schneidest du den Faden ab, lass wieder ein längeres Stück hängen, damit du das annähen kannst. Das habe ich jetzt nicht extra aufgenommen, du nähst es genauso fest wie alle anderen Sachen auch. Dann musst du nur noch das Schwänzchen annähen und die Augen anbringen und fertig ist ein kleiner Elefant. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video sehr gern. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!